Lektion 1: Mit Kleidung zum Erfolg. Für verschiedene Anlässe ist es wichtig, sich angemessen zu kleiden. Das ist ein guter Anfang, aber fandest du es schwierig, das richtige Outfit auszuwählen? Manchmal kann es etwas knifflig sein, aber mit etwas Planung und Verständnis der Kleiderordnung wird es einfacher. Ich stimme zu. Wenn Sie den Dresscode für jeden Anlass kennen, können Sie Modefauxpas vermeiden. Absolut. Es ist wichtig, die Formalität und die Erwartungen der Veranstaltung zu berücksichtigen. Wie gehst du normalerweise vor, dich für verschiedene Anlässe zu kleiden? Ich überlege mir die Art der Veranstaltung und informiere mich im Vorfeld über den Dresscode. Es hilft mir, fundierte Entscheidungen zu treffen. Das ist ein kluger Ansatz. Normalerweise versuche ich, mich von Modemagazinen oder Online-Quellen inspirieren zu lassen. Das ist eine tolle Idee. Es kann Ihnen einen Eindruck von den aktuellen Trends und Stilen für verschiedene Anlässe geben. Hast du irgendwelche Tipps für die Wahl des richtigen Outfits? Ein Tipp ist, sich etwas formeller zu kleiden, als Sie für notwendig halten. Es ist besser, leicht überkleidet als unterkleidet zu sein. Das ist ein gutes Argument. Es ist immer besser, auf Nummer sicher zu gehen. Ein weiterer Tipp ist, Kleidung zu wählen, mit der Sie sich sicher und wohl fühlen. Komfort ist definitiv der Schlüssel. Es ist einfacher, den Anlass zu genießen, wenn Sie sich in dem, was Sie tragen, wohlfühlen. Absolut. Selbstvertrauen und Komfort gehen Hand in Hand. Warst du jemals in einer Situation, in der du dich unterkleidet gefühlt hast? Ja, ein paar Mal. Es kann ein bisschen unangenehm sein, aber ich habe aus diesen Erfahrungen gelernt. Was hast du in diesen Situationen gemacht? Ich habe versucht, mich darauf zu konzentrieren, die Veranstaltung zu genießen und mein Outfit das Erlebnis nicht überschatten zu lassen. Das ist eine großartige Denkweise. Das Wichtigste ist, den Anlass zu genießen. Exakt. Es geht um das Gesamterlebnis und die Leute, mit denen du zusammen bist, und nicht nur um das Outfit. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Danke, dass du deine Erkenntnisse geteilt hast, Anna. Du bist willkommen, John. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Wenn Sie jemals Modetipps benötigen, können Sie diese gerne fragen. Das weiß ich zu schätzen. Nochmals vielen Dank, Anna. Du bist ein toller Freund. Kein Problem, John. Jederzeit. Denken Sie daran, sich zu kleiden, um zu beeindrucken und den Anlass zu genießen. Kluge Worte. Danke, Anna. Hab einen fantastischen Tag. Lektion 2: Die Kunst des Modellierens. Das klingt faszinierend. Wie lange brauchst du normalerweise, um ein Modell fertigzustellen? Das hängt von der Komplexität des Projekts ab, aber im Durchschnitt brauche ich ein paar Wochen bis ein paar Monate. Wow, das ist eine ziemliche Hingabe. Ich kann mir vorstellen, dass es viel Zeit und Geduld erfordert. Absolut. Die Modellierung ist ein akribischer Prozess, der Liebe zum Detail und viel Feinabstimmung erfordert. Wie gehst du vor, ein neues Modell zu starten? Zuerst sammle ich alle notwendigen Referenzmaterialien und studiere sie, um das Thema gründlich zu verstehen. Das macht Sinn.
Recherche ist entscheidend, um das Wesentliche dessen, was Sie modellieren, zu erfassen. Sobald ich ein solides Verständnis habe, beginne ich mit der ersten Modellierungsphase und gestalte die Grundform des Modells. Wie stellen Sie die Genauigkeit und Präzision Ihrer Modelle sicher? Ich vergleiche meine Arbeit ständig mit den Referenzmaterialien und nehme bei Bedarf Anpassungen vor. Es ist ein kontinuierlicher Verfeinerungsprozess. Ich kann mir vorstellen, dass dafür ein scharfes Auge für Details erforderlich ist. Absolut. Es ist wichtig, auf Proportionen, Texturen und jede kleine Nuance des Motivs zu achten. Begegnen Sie unterwegs irgendwelchen Herausforderungen? Auf jeden Fall. Manchmal kann es schwierig sein, bestimmte Details zu replizieren, aber ich genieße die Herausforderung und finde Wege, sie zu überwinden. Das ist inspirierend. Ausdauer und Problemlösung sind Schlüsselkompetenzen in jedem kreativen Unterfangen. Danke, John. Es ist ein lohnender Prozess, zu sehen, wie das Modell Schritt für Schritt zum Leben erweckt wird. Ich kann mir vorstellen, wie befriedigend es ist, ein Modell nach so viel Mühe fertigzustellen. Es ist unglaublich erfüllend. Ein fertiges Stück in der Hand zu halten, in das Sie Ihre Zeit und Leidenschaft gesteckt haben, ist ein großartiges Gefühl. Woher weißt du, wann ein Modell fertig ist? Es ist ein subjektives Urteil, aber normalerweise komme ich an einen Punkt, an dem ich mit dem Gesamtergebnis und dem erreichten Detaillierungsgrad zufrieden bin. Es muss ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Hinzufügen ausreichender Details und dem Nicht-Übertreiben sein. Absolut. Es ist wichtig, dieses Gleichgewicht zu finden, um sicherzustellen, dass das Modell realistisch und optisch ansprechend aussieht. Nun, Anna, ich bewundere deine Hingabe und dein Können beim Modeln. Es ist wirklich eine Kunstform. Danke, John. Danke für deine freundlichen Worte. Es ist eine Leidenschaft von mir, und ich freue mich, dass du es faszinierend findest. Es war faszinierend, mehr über Ihren Modellierungsprozess zu erfahren. Danke fürs Teilen, Anna. Du bist willkommen, John. Ich freue mich immer, über mein Handwerk zu sprechen. Wenn Sie jemals einige meiner Arbeiten sehen möchten, lassen Sie es mich wissen. Ich würde mich freuen, deine Kreationen irgendwann zu sehen. Nochmals vielen Dank, Anna. Hab einen wundervollen Tag. Lektion 3: Doppelte Erfolgskontrolle. Ja, ich habe die Liste noch einmal überprüft. Wir sind bereit für die Veranstaltung. Das ist toll zu hören. Es ist wichtig, vor dem großen Tag sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist. Absolut. Eine doppelte Überprüfung hilft, Überraschungen oder übersehene Details in letzter Minute zu vermeiden. Es gibt uns die Gewissheit, dass wir alle notwendigen Vorbereitungen getroffen haben. Welche spezifischen Artikel haben Sie noch einmal überprüft? Ich habe sichergestellt, dass wir über die gesamte erforderliche Ausrüstung verfügen, die Gästeliste bestätigt und den Zeitplan überprüft. Hervorragend. Die Liebe zum Detail ist der Schlüssel zur Veranstaltungsplanung. Ich habe auch die Verfügbarkeit des Veranstaltungsortes bestätigt und überprüft, ob alle erforderlichen Genehmigungen vorliegen. Das ist wichtig, um logistische Probleme zu vermeiden. Gab es bei der doppelten Überprüfung irgendwelche Probleme? Zum Glück lief alles reibungslos. Ich musste jedoch einige Anpassungen am Zeitplan vornehmen, um einigen Änderungen Rechnung zu tragen.
Flexibilität ist entscheidend, wenn unerwartete Änderungen auftreten. Ich freue mich, dass du gut damit umgegangen bist. Danke, John. Die Anpassung an Veränderungen ist für eine erfolgreiche Veranstaltung unerlässlich. Wie haben Sie eine effektive Kommunikation mit allen Beteiligten gewährleistet? Ich verschickte ausführliche E-Mails und telefonierte, um die Vereinbarungen mit den Anbietern, Rednern und Teilnehmern zu bestätigen. Eine klare Kommunikation ist unerlässlich, um alle auf dem Laufenden zu halten und auf derselben Wellenlänge zu halten. Exakt. Es hilft, Missverständnisse zu vermeiden und stellt sicher, dass jeder weiß, was ihn erwartet. Ich schätze Ihre Gründlichkeit, alles noch einmal zu überprüfen. Das gibt mir Zuversicht in den Erfolg unserer Veranstaltung. Danke, John. Ich glaube daran, proaktiv zu sein und die notwendigen Schritte zu unternehmen, um ein reibungsloses Erlebnis für alle Beteiligten zu gewährleisten. Nun, Anna, ich bin dankbar für deinen Fleiß. Es ist beruhigend zu wissen, dass wir gut vorbereitet sind. Ich freue mich, zum Erfolg der Veranstaltung beizutragen. Teamwork und Vorbereitung sind entscheidend. Absolut. Wir sind ein großartiges Team. Nochmals vielen Dank, Anna. Lassen Sie uns diese Veranstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Du bist willkommen, John. Zusammen werden wir ein unvergessliches Erlebnis schaffen. Lass uns unser Bestes geben. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Lassen Sie uns noch weitergehen. Hab einen fantastischen Tag, Anna.